but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Rise together. So, wir haben Montag früh. Welchen haben wir denn heute? 31.8. und wir haben gerade schon mal wieder richtig Spaß hier am frühen Morgen. Ein Verteilerkopf ist fest. Der Kollege da, der lässt sich noch nicht überzeugen, da er heute Morgen dreht. Bohrmilchgestänge stand mal 2 Monate, einen Monat stand er ungefähr. Ja, ist ein bisschen festgegangen das Ding. Jetzt müssen wir ihm erstmal gängig machen und gucken, dass wir alt wieder in Gang kriegen. So, kleinen Moment später und ein bisschen Gewalt dazu, dreht der gute Kollege wieder, auf der anderen Seite jetzt auch. Der sorgt dafür, dass Reststoffe zerkleinert werden und das Ganze durch die Schläuche geht. So, jetzt aber nochmal herzlich willkommen. Vorhin war es ein bisschen hektisch, ein bisschen stressig, haben wir jetzt wieder alles in den Griff gekriegt. Verteiler läuft wieder. Wir sind ja heute hier mit unserer Gülle-Kombo unterwegs. Wir haben hier einen 18 Meter Bohrmilch-Schleppschuhverteiler, 20 Kubik Venusfass und vorne der 8400R. Was so besonders an diesem Fass eigentlich, das ist die Ausschiebeachse. Wir können die vordere Achse ausschieben, können dadurch so ein bisschen die Last verteilen des Fasses. Also wir rollen dadurch nicht immer dieselben Zonen an. Und das ist dann genauso breit wie der Trecker mit Zwillingsbereifung. Und warum haben wir das Ganze? Weil wir hier sehr, sehr viele Moorflächen haben, wie man ja auch hier sieht. Quietschgrün, obwohl es so trocken war, klar, weil es Moorboden ist. Und Moorboden ist extrem druckempfindlich. Druckempfindlich nicht wirklich. Moorboden, sagen wir mal so, ist schwierig zu fahren, weil im Moorboden alles, was sich hält, ist die Grasnarbe. Und wenn die Grasnarbe nachgibt und reißt, dann bist du mal ganz schnell in der Erde versunken und das haben wir in den letzten Jahren häufig gehabt. Und hier zum Beispiel ist eine Wiese vom Kunden, hier fährt sonst eigentlich nur eine Gülleverschlauchung, weil die so weich ist und wir mit dieser Kombination können hier auch fahren. Ich werde auch oft gefragt, warum haben wir keinen Dreiachser oder so. Wir hatten einen Dreiachser, aber das ist für diese Bedingungen hier einfach zu schwer. Deswegen Zweiachse, Ausschiebeachse, vorne Traktor mit Zwillingsbereifung. Und das ist hier tatsächlich notwendig, um hier auf den Moorstandorten vernünftig fahren zu können und auch keine tiefen Spuren zu hinterlassen. Wenn wir jetzt mal uns gleich mal angucken, wo wir gefahren sind, dann sieht man da tatsächlich keine Spuren. Wir sehen, Moment, da gucken wir einmal hin. Wir sehen zwar, wir sind da gefahren, weil die Pflanzen sind halt umgeknickt, aber wir haben da keine Spuren reingefahren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bodenschonung ist das A und O. Zwillinge müssen sein, weil der Trecker braucht Traktion. Es geht schwerer. Der Trecker kämpft immer gegen den Boden an. Es gibt so den sogenannten Bulldozing-Effekt. Das heißt, die Räder schieben immer einen Berg vor sich her. Schieben nicht, also die haben immer so eine kleine Welle, die vor den Rädern geht und die vor den Rädern ist, und das ist extrem schwer zu ziehen. Also im Moor brauchst du immer mal ein paar PS mehr, weil alleine das Ziehen hier durch braucht Kraft, weil immer die Räder ein Stück weit einsinken. Das muss der Trecker schaffen. Und hat der Trecker irgendwann keine Traktion mehr, dann ist er halt vorbei. Oder ich sag mal so, der hat keine Traktion mehr, schafft es so, dass die Grasnarbe aufreißt, das Fass rollt darüber und das Fass bricht da ein. Haben wir in der Vergangenheit oft genug gehabt. Deswegen fahren wir mit Zwillingsbereifung und wir kommen damit super zurecht. Also das ist eine Kombination, mit der wir wirklich, wirklich sehr, sehr weit fahren können. Und was machen wir heute hier genau? Wir haben da oben einen Schleppschuhverteiler. Was heißt Schleppschuh? Es ist ein bisschen die Weiterentwicklung von Schleppschlauch. Weil wir haben da eine kleine Kufe dran und mit dieser Kufe können wir sozusagen den Boden und die Grasnarbe öffnen und können sozusagen hier zwischen jetzt die Gärreste ablegen. Die liegen nur noch in Streifen hier zwischen. Heute sieht man natürlich ein bisschen mehr, weil die Ausbringmenge ein bisschen höher ist. Und was hat das für einen Effekt? Zum einen muss man darauf achten, dass Gärreste Gülle so wenig wie möglich an der Luft sind. Also wenn wir die versprühen oder die groß mit Luft in Kontakt kommen, dann haben wir Stickstoffverluste. Stickstoff wird dann umgewandelt in Luftstickstoff, vereinfacht gesagt, und der ist dann weg. Der ist nicht mehr pflanzenverfügbar, damit können wir dann gar nichts mehr anfangen, haben aber mit dem ganzen Ding trotzdem die Arbeit gehabt. Und deswegen, weil wir das nicht mehr wollen, bringen wir die so dicht wie möglich in den Boden.
Die Fortsetzung, also die Erweiterung dazu wäre ein Gülleschlitzgerät, was direkt in den Boden einschlitzt, ist aber auch gleichzeitig das teuerste und auch schwerer. Das darf man nicht vergessen. Hier in den Moorgrünlandflächen müssen wir auch auf unser Gewicht achten und deswegen ist Schleppschuh für uns ein guter Kompromiss in der Hinsicht. Ne? So, also wir haben damit weniger Stickstoffverluste und weniger Futterverschmutzung, weil wir sozusagen die Blätter auch grün lassen und die Blätter auch nicht weiter verschmutzen, sondern wir geben es unten in die Grasnarbe. Und wenn jetzt noch mal ein bisschen Regen kommt, wäscht es noch ein. Das heißt, beim nächsten Schnitt kommt davon gar nichts mehr ins Futter. Und das ist auch wichtig so, weil wenn wir zum Beispiel auch Gülle versprühen würden, dann würden wir wieder, man sagt dazu, die assimilierende Blattfläche, also tatsächlich die Blattfläche, die Photosynthese erzeugt, die würden wir dann abdunkeln und dann würden wir wieder unseren Ertrag minimieren. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Solarfeld, wenn da oben drauf was liegt, habt ihr auch nicht die 100%ige Kapazität von dem Solarfeld oder von dem Solarmodul, und genauso ist es mit Pflanzen auch. Immer wenn wir die beschatten oder dafür sorgen, dass das Blatt nicht 100% Photosynthese betreiben kann, dann haben wir Ertragsminderung. Und das ist ganz wichtig. Es gibt so viele Punkte, auf die wir achten müssen. So, einmal nochmal. Da oben sind die Schleppschuhe. Ich glaube, man kann die jetzt gut sehen. Sind halt Kufen, die sind schwer und die öffnen einmal den Boden. Den Boden bzw. einmal die Grasnaht, dass da die Gerste vernünftig eindringen können. Das ist eine super Sache. Gut, haben wir das erstmal soweit geklärt, was wir hier heute Morgen machen. Und das Ganze machen wir mit 3 Zubringern. Das heißt, ich kriege hier an den Feldrand die Gerste gefahren, pumpt die über und die Jungs fahren wiederholen. Warum machen wir das Ganze? Weil es schneller geht und zweitens ab einer gewissen Menge auch wirtschaftlich her, weil es auch Diesel spart. Ne? Es ist so, dieses Fass ist optimiert zum Ausbringen. Ne? Es hat riesengroße Reifen, ist breit, schleppt viel mit sich rum, das Ausbringgerät hier oben noch dran und das wiegt alles und der Trecker hat Zwillingsbereifung. Und jedes Mal damit zur Anlage zu fahren und zu holen, braucht halt einfach einen riesen Dieselverbrauch, haben halt einen Dieselverbrauch und kostet auch eine Menge Zeit. So, und deswegen gibt es die Zubringer. Die Zubringer sind halt auf die Straße spezialisiert. Sie haben kleinere, schmalere Reifen, sie sind leichter, sie haben kein Ausbringgerät dran, sie haben kleinere Traktoren davor. So ist halt jeder auf das spezialisiert, was er letztendlich macht. Und dadurch sparen wir tatsächlich auch Diesel. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt hier bei der Ausbringmenge bei 0,2 Liter pro Kubik. Das ist halt sehr, sehr wenig. Das ist wirklich, wirklich wenig. So, ich sehe da hinten schon den nächsten kommen. Und wir gucken mal heute, wie es läuft. Ich hoffe, die kleine Erklärung hat euch mal gefallen. Ich denke, es ist mal interessant, das aus der Sicht zu sehen, weil viele sehen die Dinger immer nur fahren und denken, warum ist es eigentlich notwendig, kann auch versprüht werden. Ne? Also erstmal der kleine Einblick, bis später. Moin Leute, Dienstag früh. Wir mussten gestern Abend leider ein bisschen früher aufhören als gedacht. Und zwar ist da bei einem Fan der Keilriemen am Lüfter gerissen. Wir mussten den gestern Abend noch hierher schleppen, damit der Lüfter ihn heute reparieren kann. Was ich euch aber zeigen wollte, Detlef hat schon gestern angefangen, die Messer zu wechseln. Bei dem Krone. Da kriegt ja Maismesser und eine andere Gegenschneide. Das heißt, hier sieht man noch ein Messer. So sieht das Ganze aus. Hier vorne, er packt die halt immer paarweise beiseite, ne, damit das richtig passig ist. So sehen die Messer aus. Und bei Mais, die sind ein bisschen dünner und ein bisschen schärfer auch dadurch. Und das Ganze ist die Gegenschneide, die wird auch gewechselt. Ja, soweit ist er erstmal heute. Und wir fahren jetzt gleich wieder eine Runde Gerste. Ich hoffe, wir werden heute fertig. Schauen wir mal, ne? Bis dann. So Leute, vorletztes Fass für heute. Morgen geht's weiter. Morgen haben wir dann nochmal 800 Kubik, 1000 Kubik zum Fahren. Auch nochmal mit 3 Zubringer. Das sind natürlich richtig geile Aufnahmen jetzt, ne? Heute haben wir also auch schon die 1000 Kubik weg. Ja, haben wir jetzt im Durchschnitt in 2 Tagen jeweils 800 Kubik gefahren, also heute ein bisschen mehr. Gestern mussten wir früher aufhören, weil der Fan kaputt gegangen ist ja ein Keilriemen gerissen.
So, auf geht's Leute, letztes Fass. So, dann ist es schon voll, das letzte. Das sieht aber natürlich auch mega geil jetzt aus hier mit dem Licht. Wir werden mal sehen, wie gut wir morgen vorankommen. Morgen soll es ja eigentlich den ganzen Tag regnen. Wenn es irgendwann zu viel wird, können wir natürlich auch nicht mehr ausbringen. So, machen wir das letzte Fass noch ein bisschen leer hier. Hier ist noch so ein kleiner Spalt, wo nichts zwischen gekommen ist. 2 Meter. So, schönen guten Abend. Ich habe euch ja gerade nochmal die Aufnahmen gezeigt. Heute Abend schön beim Sonnenuntergang Gereste fahren. Wir haben wirklich ganz gut geschafft heute. Ich glaube 1100 Kubik oder so um den Dreh. Ich war jetzt nochmal bei der Biogas, habe nochmal alles durchgeguckt, alles durchgecheckt. Lieber nochmal einmal mehr als zu wenig. Und was ich euch, wollte eigentlich gar nicht mehr vloggen, aber was ich euch unbedingt zeigen muss, ist dieser Himmel. Es sieht so mega krass aus und ich hoffe, es kommt auch so im Video rüber. Man merkt, es kommt ein Wetterwechsel. Man merkt es auch, jetzt kommt schon kalte Luft rüber geflossen, das spürt man richtig. Und da hinten dieser Himmel, das sieht so krass aus, noch die Wolken, dann da hinten der klare Himmel und ab morgen soll es ja dann regnen. Bin mega beeindruckt. Guck nochmal, ob ich das nochmal besser hinbekomme. So, und mit den Bildern verabschiede ich mich erstmal für heute Abend. Wir sehen uns dann morgen früh. Bis dann. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch früh. Die Haare liegen noch ein bisschen zersaust. War ja alles gestern ein bisschen spät. Kurz nach 7 ist es jetzt. Regnet heute ein bisschen. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Ist nur eine minimale Menge und die Böden sind ja sowieso trocken genug, dass die das erstmal aufnehmen und dann müssen wir gucken, wie lange wir heute fahren können. Wir haben heute eigentlich so 800 bis 1000 Kubik nochmal vor uns.
die müssen wir heute machen, weil morgen sind wir definitiv wieder zu Hause, egal was kommt. Ja, meine Haare liegen heute auch nicht so geil. Alles klar, wir sehen uns dann später wieder. Wenn nichts ist, dann sehen wir uns erst heute Abend wieder. Bis dann. Schönen guten Abend. Ja, das war der Tag. Also ist nichts passiert. Einfach nur gefahren. 800 Kubik heute Morgen ein bisschen mehr gewartet. Die hatten ein bisschen mehr Probleme. Die Zubringer war halt ziemlich leer, der Behälter. Ja, also jetzt kann da gar nicht mehr viel drin sein. Jetzt kannst du fast einmal durchschippen durch das Ganze und es regnet. Leute, fing jetzt seit einer Stunde an und jetzt wird es sich heute Nacht richtig einregnen und so um die 20 mm bekommen wir wohl. Herrlich. Herrlich. Wir wollen ja morgen Luzerne sehen. Ziemlich sandiger Standort, ich sehe da keine Probleme. Vielleicht warten wir morgen 1-2 Stunden, brauchen wir aber weil wir den Tiger umbauen. Da kommt ja eine Pronto raufgesattelt, ist ja Tiger Drill. Ne? Also ist eine richtige, vollwertige Pronto einmal da oben drauf. Und dann sehen wir Luzerne morgen. Dann geht das richtig steil. Nietzsche schicken wir vorweg. Der kann da einmal gleich mit der Scheibenecke das ein bisschen mürbe machen. Oder die Grasnarbe, was wir da hatten, auch ein bisschen mürber. Also doppelt fahren. Und ansonsten war heute Fabi im Stream, alias von hinten 88. Also einer der ersten Landwirtschaftsstreamer auf Twitch. Einer der größeren. Oder mit Jan zusammen der Große. Oder die beiden Großen. Ja, hat mich mega gefreut. Also hat super Spaß gemacht. Und was ein netter Kollege. Also muss man sagen, was ein netter Typ. Ne? Kennt ihr die Leute, die ihr so kennenlernt und ihr seid sofort auf einer Wellenlänge, als wenn ihr 10 Jahre miteinander schon zu tun hattet und ihr hättet ohne Probleme den ganzen Abend erzählen können oder den ganzen Tag, ganze Tage? So ein Kollege ist das. Also, das hat gepasst. Wenn ihr das noch sehen wollt, guckt auf meinen Twitch-Kanal, in den VODs rein. Mit dem Titel Von hinten bei mir. Nee, so nennen wir es definitiv nicht. Also, guckt rein, ich werde es nach seinem Namen benennen, aber so werden wir es nicht benennen. Alles klar, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Alles klar, bis dann, ciao. Schönen guten Morgen, heute auf dem Donnerstag früh. Wir sind heute am Boden bearbeiten. Und zwar mit unserer Scheibenecke vom Güllefass. Weil wir haben ja nur noch die, aus Kostengründen halt, weil hauptsächlich machen wir fast alles nur noch mit dem Güllefass und direkt einarbeiten. Und wir haben ja hier die Fläche, wo die Luzerne her soll. Und wir müssen erstmal im ersten Schritt die ganzen Pflanzenreste jetzt zerkleinern, die jetzt nach dem GPS-Roggen gewachsen ist. Sind jede Menge Unkräuter. Und hier haben wir einmal das Ganze totgespritzt, weil wir ja sonst nicht Herr der Lage wären. Und aktuell sieht es so aus. Und ich denke wohl, wir müssen dann noch einmal rüber, bevor wir dann die Aussaat machen können. Ja, wir haben hier eine 6 Meter Scheibenecke, die ist von Weinhus. Und die haben wir zusammen mit unserem Güllefass. Und ich finde, die macht eigentlich ein hervorragendes Arbeitsbild. Das Ganze eine schöne, kompakte Scheibenecke. Relativ schwer, aber da ist ja auch ein bisschen was dahinter. Ja, das sollte erstmal gewesen sein und dann werden wir gleich erstmal den Tiger umbauen. So, da sind wir wieder und jetzt wollen wir den Tiger wieder mit der Drillmaschine zusammenführen. Wir haben dafür ja einen Drillmaschinenaufbau. Diese Drillmaschine wollen wir jetzt hier wieder einmal auf den Tiger packen. Und das ist natürlich eine Millimeterarbeit. So, Gerät ist angehangen. Wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht, Lisa? 2 Stunden, ne?
2 Stunden? 2 Stunden. Zentimeterarbeit, bis das alles passt mit den Hydrauliken und. So, wir müssen das ganze Ding jetzt abdrehen. Und wenn wir abdrehen, müssen wir als erstes mal gucken, wie viel Saatmenge wollen wir ausbringen. Wir wollen morgen 43 Kilo auf dem Hektar ausbringen. Da gibt es verschiedene Saatwellen. Das sind Saatwelle, davon gibt es verschiedene. Zum Beispiel die fahren wir hier im Getreide, die ist ein bisschen größer. Und die fahren wir zum Beispiel jetzt bei Feinsaaten oder Zwischenfrucht. Kann man hier so in dem Buch, kann man das schön sehen von Horsch. Da hast du hier diese Saatwellen. Und dann kannst du hier gucken, wenn du so 10 bis 15 km/h fährst, von 30 bis 250 Kilo kannst du drillen oder von 20 bis 167, je nach Geschwindigkeit. Und vorher hatten wir hier die weiße drauf, also bei 10 km/h 51 bis 54 bis 425. Also das heißt, Lisa, bei 43 Kilo würde die nicht gehen, deswegen müssen wir die blaue nehmen. Die schieben wir jetzt erstmal da rein. Und dann können wir Saatgut einfüllen und dann drehen wir ab. Bis gleich. Echt aufpassen, ich das für sich über den Kopf. Haut es schon wieder nicht hin. Ja, wir schieben den mal mit links raus, ne? Wieder. Das ist doch auch noch. Dann geht er nicht auf, Lisa. Lisa! Ach, jetzt da. Ah, jetzt, ja. Ja. Weißt du, was das Geile ist an Landtechnik? Nein. Dass man sich ständig den Kopf oder die Hände stößt oder was nicht alles. Immer stößt man sich. Man stößt sich, man macht sich die Finger schmutzig. Ist so. Oh, ständig fällt einem was runter und beim Aufheben stößt man sich wieder. Wie wir sehen, unser guter Detlef hat schon das Tütchen untergehangen, während wir filmen. Und ich gehe jetzt rein, drücke die Vordosiertaste und Lisi hält hier oben die Kamera rein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Hier rein. Ich habe nicht aufgepasst. Lisa, wir haben vergessen. Ne, der Schieber ist auf. Davon kommt nichts. Und der dreht? Ich habe ihn drehen hören, aber es kam nichts. Dann kam ein Geräusch. Detlef, hier kommt nichts. Ach, der Schieber zu? Ne, der ist auf. Wie? Nee, der ist zu. Ja, das wird aufmachen. Ja, anders war er zu. Ja, Na Mensch. ja, andersrum muss er. So, jetzt ist auf. Jetzt ist auf. So, jetzt können wir Dann ist er vordosieren. wieder zugeschoben. Ja, dann kann passieren. Ja. Er sollte mit dem vollen Tank wieder zurückkommen. Das wollte sie nämlich. Oh, er hätte ja So, spätestens ihr müsst ja gemeckert. mal gucken. Der leckt die wieder. Ich war immer sauber, müssen wir einmal hoch und runter lassen. Haben wir vordosiert wieder? Haben wir? Jetzt kippen wir das einmal leer. Einmal zurück. So. Jetzt. Haben wir hier eine Waage? Der hängt da hinten dran, auf der anderen Seite. Ja, ich habe schon gesehen. Machen wir die Waage an.
Dann hängen wir die Tüte hier an und sagen ihm einmal Zero. Jetzt haben wir tariert. Jetzt hängen wir die wieder unten. So, und jetzt drehen wir ab. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zur Kabine. Wir müssen jetzt hier einmal auf diese grüne Ampel tippen. Er sagt jetzt Abdrehzahl korrekt. Dosier kann man gefüllt. Hier sagt er jetzt auf die minimale Geschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit mit der Dosiertrommel. Abdrehen. Jetzt gehen wir wieder raus. Wir sind jetzt hier reingegangen, nur damit ich zeige, wie ich auf die grüne Ampel tippe. So, jetzt haben die vom Horst natürlich mitgedacht. Jetzt haben wir hier von außen den Schalter. Den wir jetzt betätigen. Und jetzt lassen wir so lange laufen, bis wir eine ausreichende Menge zum Wiegen haben. Vorne müssen wir hin. So, jetzt hängen wir das Ganze ran. Weil wir vorher tariert haben, wissen wir jetzt, wie viel wir in der Tüte haben. Moment, jetzt mal ein bisschen stillhalten. 2,72 Kilogramm. Jetzt gehen wir wieder vorne in die Kabine und geben das Ganze ein. Was sonst? Was hat er eben gesagt? Was war das eben? 2,72. Und er schlägt vor 3,71. Aber das sind ja die Maße noch vom letzten Mal. 2,72. Okay. Jetzt haben wir die Werte. Jetzt wissen wir, wir können minimal 6 km/h, maximal 50 fahren. Gut, die 50 sind nicht so interessant, aber die 6. Und das war's. Wir sind durch. Escape. Zurück. 43 Kilo auf dem Hektar. Wir können morgen starten. Sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen.